Ich filme Christoph. Heute ist er wirklich sehr fleißig, muss ich sagen. Ja, ich bin immer fleißig. Dieses Mal beim Teile einsortieren. Wir nehmen hier natürlich nicht nur Teile raus, sondern es müssen auch immer wieder Teile einsortiert werden. Und das macht eigentlich meistens der Christoph. Ja, und du verbaust die Teile dann wieder und ärgerst dich, weil keine mehr da sind. Das ist immer das Gleiche. Richtig. Oder ich weiß wieder nicht, wo sie eigentlich sind. Denn ihr habt ja schon gesehen, bei uns sind ja diese Sachen, also diese Schubladen auch überhaupt nicht beschriftet. Noch Deshalb, nicht, aber das kommt vielleicht auch noch. Christoph hat Großes vor. Große Sehr Pläne, gut. ja. Was wird das überhaupt für ein Video? Ich habe gar nicht gewusst, dass wir heute eins drehen. Nein. Wir hatten die Eingebung, ein Backstage-Movie zu drehen, wo wir euch einfach mitnehmen und euch zeigen, was wir eigentlich sonst noch so machen. Denn meistens zeigen wir euch eigentlich nur, dass wir irgendwas fertig gebaut haben und ja, das steht dann so in der Stadt. Oder wir zeigen euch irgendwelche Sets, die wir neu haben und sonstiges. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir zeigen euch mal, was wir eigentlich so den ganzen Tag machen. Genau. Soll ich auch noch was sagen? Ich bin jetzt ganz unvorbereitet. Ja, Christoph hat seinen Text nicht also, gelernt. liebe Freunde, wie soll ich sagen, 100 Lego-Stadtvideos. Es ist der absolute Wahnsinn, dass schon 100 Videos gekommen sind. Ich kann es gar nicht glauben. Naja, wenn man sich die Stadt so Dieses ansieht. Projekt wächst und wächst natürlich immer Hey, weiter. mein Wasser. Aber es ist natürlich auch so, wie Rita richtig gesagt hat, ihr seht meistens nur die fertigen Videos und es gehört aber ein bisschen mehr dazu. Wir sind ja mehr oder weniger, ja, ich will uns jetzt nicht in den Himmel loben, aber Schauspieler, Producer, Wir sind ja, wie Pit Brad. Werbefachleute, Informatiker und alles in einem, mehr oder weniger halt, Es wie soll ich ist- sagen, ein bisschen amateurhaft, aber es gehört einiges dazu und deswegen haben wir uns gedacht, wir filmen mal ein Video, wo wir euch zeigen, wie wir das alles so handhaben. Aber dass das jetzt ist, habe ich nicht gewusst. Ich bin auch mit der Jacke hier, obwohl es, gut, es ist schon spät nachts. Ich wollte euch gerade sagen, wundert euch nicht, falls wir ein bisschen wirr klingen und ich auch heute nicht mehr so gestylt bin. Es ist spät nachts und ich dachte mir, ich schalte einfach mal die Kamera ein. Ja, wir haben geredet darüber, dass wir mal so ein Video machen wollen. Ja. Aber dass das genau jetzt ist, da wurde ich jetzt ein bisschen überrumpelt. Aber egal. Ja, wir zeigen euch jetzt mal, was so die Schritte sind, wenn wir ein Video machen. Genau. Und dann, ja, sehen wir uns bald wieder, hoffe ich. Danke auf jeden Fall für eure Treue und ja, wie man so schön sagt, auf die nächsten 100 Lego-Stadtvideos hier bei Bricks for Wild. Auf jeden Fall. Ja, und da seht ihr mich schon, da hat mich der Christoph gefilmt, denn natürlich bevor wir dann wirklich auch unsere Videos filmen können, müssen wir natürlich auch was bauen. In dem Fall habe ich eigentlich gar nicht wirklich was gebaut, sondern da seht ihr mich gerade, wie ich durch die Stadt cruise mit meinem Superauto und mich verrenkt habe. Genau. Und hier seht ihr mich dann beim Filmen. Ich habe mir gedacht, das gibt's gar nicht, aber Christoph hat dann unsere Autofahrtkamera genommen und hat mich beim Filmen gefilmt. Also es ist ja wie Bild im Bild, auf jeden Fall ganz lustig. Und ja, ihr seht, wir scheuen da keine Mühen, dass wir uns da auf die Sessel hinauf kraxeln und da gut genug hinkommen, damit ihr auch was seht und auch immer gut hinzoomen, damit das auch scharf wird. Das ist eigentlich dann eher der fast noch lustigere Part, denn da kann man nochmal sich alles anschauen, was man wirklich auch alles gebaut hat, kommt manchmal dann auch wieder auf was drauf, was man vielleicht verändern könnte und natürlich hat man auch immer im Hinterkopf, dass ihr dann so super Kommentare schreibt und uns dann helfen werdet, was jetzt bisher immer passiert ist, also hoffentlich auch in Zukunft, und uns sagt, was wir verbessern können. Und das macht halt dann schon extrem viel Spaß, muss ich sagen.
Und ich muss ja sagen, ich habe ja auch das Glück, dass ich mich hauptsächlich bei unserem Stadtprojekt und auch bei den anderen Videos, dass ich da eigentlich nur das Filmen übernehmen muss, beziehungsweise das Bauen. Das ist schon ein großer Luxus, denn Christoph übernimmt dann immer das Schneiden und Sonstiges. Das zeigt er euch dann auch gleich noch, wie das funktioniert. Zum Filmen an sich, da versuchen wir natürlich immer, dass wir das so gut wie möglich einfangen, die Szenen in unserer Stadt, damit ihr das auch gut seht. Und ein Tipp vielleicht von uns, am besten geht es eigentlich immer, wenn man bei Tageslicht filmt. Denn wir haben schon einige Videos mitten in der Nacht aufgenommen und da ist dann das Licht einfach nicht so gut und der Fokus auch nicht, leider. So, liebe Freunde, willkommen in unserem provisorischen Studio. Ich habe hier jetzt meinen Laptop aufgebaut, weil ich das neue Video ein bisschen schneide und bereit für YouTube mache, weil wir da immer wieder gefragt werden. Wir verwenden da in den meisten Fällen eigentlich immer iMovie, welches hier auf meinem altehrwürdigen Mac von vornherein drauf installiert war. Wir sind immer wieder zu dem Programm zurückgekommen. Es ist einfach, ja, sehr einfach in der Handhabung, funktioniert tadellos und wir haben jetzt, ich glaube, schon fast 200 Videos online und wir haben jedes einzelne hier mit diesem Mac geschnitten und bis auf ein, zwei Ausnahmen, wo wir mal mit Adobe Premiere, glaube ich, herumexperimentiert haben. Irgendwann habe ich mal was mit beim Computer von einem Freund mit Sony Vegas geschnitten, glaube ich, aber das war uns eigentlich ein bisschen zu kompliziert und ich finde hier, wie das funktioniert mit iMovie, finde ich eigentlich ganz praktisch. Die haben hier so einen Zauberstab, wenn man da draufklickt, dann stellt er sich automatisch ein von der Helligkeit, von der Lautstärke und so weiter. Das heißt, wir haben jetzt hier die Sounddateien, genauso wie die Bilddateien von dem Video, welches Rita vorher aufgenommen hat, draufgespielt und ich werde das jetzt nochmal nachkontrollieren, ob überall das so passt. Hier haben wir einen Schnitt, da kommt wahrscheinlich ein Übergang rein, da müssen wir noch ein bisschen zusammenschneiden, das hören wir uns mal kurz an. Macht's gut. Tschüssi. Ihr seht, Rita ist schon wieder voll in ihrem Element, sie ist beim Bau. Das werden wir uns jetzt dann ansehen, wie das zusammenpasst und ob das in Ordnung geht. Als zweite Kamera haben wir hier übrigens diese kleine Actioncam, welche ihr vielleicht auch schon des Öfteren gesehen habt bei Eisenbahnvideos. Das ist so ein Klon von von einer GoPro. Die Firma heißt SJ Cam, ist ein bisschen günstiger, macht aber eigentlich ganz gute Bilder. Und ja, die Hauptkamera, mit der ich jetzt gerade filme, ist eine Canon G7X Mark III. Die ist eigentlich auch ganz super, macht wirklich tolle Bilder, auch wenn das Licht nicht so schön ist, hat einen Mikrofonanschluss und alles, also wirklich spielt alle Stückchen. Das Einzige, was manchmal ein bisschen problematisch ist, ist der Autofokus, aber das bekommen wir jetzt auch immer besser hin. Ich schneide jetzt mal weiter und melde mich dann später wieder. Okay, das Video ist jetzt fertig geschnitten. Es hat vorher irgendwas nicht gestimmt. Das waren nämlich 2 Videos, die ich da in eine Projektdatei importiert habe. Das ist manchmal, wenn Rita das filmt, kenne ich mich da nicht so aus. Aber ich habe das jetzt nachkontrolliert. Das Video hat jetzt eine Gesamtlänge von 12 Minuten 24. Wir haben die Übergänge hineingegeben. Auch unsere altehrwürdige Endcard, die ihr bestimmt schon des Öfteren mal gehört habt, die habe ich ganz am Anfang mal erstellt und die hat sich bis jetzt noch nicht verändert. Das sieht dann hier so aus. Ja, werden wir vielleicht auch mal was Neues machen. Wir werden jetzt das Video rendern. Wir machen das immer in 1080p, Qualität hoch, komprimieren schneller. So ein Video hat dann in etwa ungefähr immer so 2 GB. Das dauert natürlich beim Laptop schon relativ lang mit dem Rendern, je nachdem, ob man nebenbei noch YouTube-Kommentare beantwortet oder nicht. Da sitzt man oft schon 20, 25 Minuten. Das wäre natürlich besser, wenn man hier einen Hochleistungs-PC hätte. Da ginge das wahrscheinlich innerhalb von ein paar Minuten, aber wir müssen hier mobil sein, ihr wisst. Das Setup wird immer wieder aufgebaut und abgebaut und ja, dann baue ich halt in der Zwischenzeit mal kurz was und komme dann in 20 Minuten wieder. Dann ist die Render-Geschichte erledigt und wir können das Video uploaden. So, das Video ist jetzt fertig gerendert und bereits im YouTube-Upload. Wie ihr sehen könnt, es dauert noch ungefähr 41 Minuten, bis das Video fertig ist. Dann wird es natürlich noch verarbeitet und ist dann aber schon mehr oder weniger bereit
für die große Öffentlichkeit und das Publikum. Bei YouTube, ihr kennt das wahrscheinlich, muss man dann noch einiges einstellen. Hier eine Videobeschreibung. Thumbnail bin ich gerade dabei. Da haben wir uns mal Photoshop zugelegt. Mit dem geht es eigentlich sehr gut. Ich mache das dann eigentlich immer gleich, während ich das Video hinauflade, dass ich dann auch gleich noch den Thumbnail erstelle. Da weiß ich dann, was im Video los war und was so Interessantes es gegeben hat. Wir versuchen da natürlich immer einen netten Screenshot aus dem Video zu machen, teilweise sogar zwei, wie es hier geschehen ist. Hier haben wir Stein auf Stein in der Skybar, den Rita gefilmt hat, und auch das neue Winnie Pooh Set. Vielleicht mache ich hier noch eine zweite Überschrift mit Winnie Pooh. Weil dann würde man denken, vielleicht, dass Stein auf Stein Winnie Pooh ist, das ist auch nicht so gut. Auf jeden Fall wird das der Thumbnail, der wird dann auch noch abgeloadet. Wir nehmen dazu eigentlich immer Google Chrome, das ist der einzige Browser, der bei uns bei den Uploads nie abbricht. Alle anderen Browser, die wir probiert haben, Safari, Mozilla, Firefox und so weiter, haben oft Probleme. Wenn das Internet nicht so stabil ist, dann bricht da oft der Download ab. Das funktioniert bei Chrome eigentlich ganz gut. Ja, dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, Untertitel zu erstellen, Monetarisierung und so weiter. Und ihr seht, hier sind auch die Tags dann schon eingetragen, alle möglichen. Also das ist eigentlich auch nachträglich noch ein bisschen Arbeit. Und während das dann läuft, mache ich das natürlich immer, dass ich auch gleich die Videokommentare ein bisschen beantworte. Das ist auch eine ganz nette Angelegenheit, natürlich immer wieder, aber ja, ist ein wenig aufwendiger, als ihr es vielleicht denkt. Wir sind da leider immer ein bisschen in Verzug, aber wir freuen uns natürlich trotzdem immer wieder über eure Kommentare und versuchen die so gut es geht zu beantworten. So viel also dazu. Wenn das Video dann fertig abgeloadet ist, werden wir es einstellen, dass wir wissen, an welchem Tag es kommt und so weiter. Das weiß ich jetzt noch nicht. Wir versuchen immer, ich schätze mal, 1 bis 3 Videos oder manchmal auch 4 in voraus zu sein. Das gibt uns einfach die Möglichkeit, hier ein bisschen ja, voraus zu planen. Andererseits bleiben wir dadurch auch flexibel. Wir wollten euch einfach mal einen kleinen Einblick geben, wie bei uns das mit dem Videoerstellen so funktioniert. Ihr seht also, alles Mögliche ist da dabei. Alles andere als professionell ist es auf jeden Fall. Wir sind da wirklich keine Gelernten, wir machen das einfach aus Spaß und weil es uns selbst interessiert. Aber natürlich sitzt man noch einige Zeit hinter den Kulissen bei auch nur einem einzigen Video. Aber das ist part of the game, das freut uns. Rita ist übrigens gerade oben, die baut schon wieder weiter. Vielleicht haben wir dann nachher schon wieder was Neues zu filmen, ich weiß es gar nicht. Und ja, dann sehen wir hoffentlich uns bald wieder. Würde uns freuen. Danke nochmal für eure Treue bei über 100 Stadtvideos jetzt dann schon demnächst. Das ist ja das 100. Es freut uns, dass das Projekt so gut ankommt und dass ihr nach auch über einem Jahr noch immer dabei seid. Und ja, solange mein Laptop hier nicht den Geist aufgibt, wird auch das Video dann demnächst mal kommen und ich hoffe, ihr freut euch drauf. Ja, und dann gibt es auch wieder mehr aus Wild City. Bis demnächst, baut was Schönes und tschüssi!